Aber ich wollte halt nie so ein Auto, so ein altes Auto irgendwie verbasteln oder sonst irgendwas. Ne? Einfach nur Luft rein, originale Stahlkappen, Stahlradkappen da und dann einfach so wie es ist, einfach nur Dreck schmeißen. Ich habe studiert, ich bin Captain zur See und habe mein Patent A, B und C und die 6. Ich fahre die großen Pferde, ich fahre die Mary Queen. Die Jungs von der Straße, die sind mir heilig. Ich bin christlicher Seefahrer. Ich habe studiert an der Harvard-Universität. Ich bin zweimal um die Welt gereist. Du bist ein Haufen Scheiße. Toni, was redest du da überhaupt? Du weißt genau, was ich meine, du Ich abgefuckt. weiß nicht, wo ich das gesehen habe. Der Song alleine dabei, die Filmaufnahmen und dann das Auto, die Linienführung, das war einfach nur, kann man gar nicht beschreiben, einfach nur gigantisch. Das so ohne der B-Säule, Wahnsinn. Einfach nur. Und dann das Ding halt schön auf Luft, geile Felgen drauf, dieses Bakelit-Lenkrad drin, das war, und dann habe ich gedacht, nee, so ein Ding musst du auch haben. Ja, und da war halt einer drin, grün, braune Lederausstattung, so wie mein jetziger halt, ne? Und ja, wie soll ich sagen, die Bilder waren einfach nur blöd, also die waren blöd fotografiert, kein richtiges Licht drin. Und dann kriegte ich irgendwann eine Nachricht bei Vormobile, ob ich nicht noch Interesse an diesem Fahrzeug habe. Es ist immer noch online, Junge. Und da habe ich gedacht, so, ach komm, Sonntag, schönes Wetter, jetzt fährst du mal los, guckst das Ding mal an, ob du jetzt hier irgendwie um Pudding rumfährst oder einmal nach Hannover, ne? Bin nach Hannover gefahren, also den Typen haben wir angeschrieben, der nach Hannover gefahren und vernünftiger Junge, war echt cool drauf. Ja, macht er die Garage auf, fährt das Ding raus, Junge, und ich hab gleich, das war, mir aber nichts anmerken lassen, weißt du, das ist ja, kommt ja immer blöd, ne, so, ja, wie kommen wir haben das Ding, das war einfach, die Sonne schien auch auf den Lack rauf, Alter, gigantisch. Ja, dann habe ich dann so einen auf cool gemacht, sag mal so, ne, wie man das so vielleicht irgendwie macht. Und ja, ich sage, na toll ist das Ding ja nicht, ne? Ja, für ihn war es halt sein Traum. Er hat es halt auch nur verkauft, weil er das Haus kaufen konnte. Der Vermieter hat ihn da angesprochen, ob er das nicht haben möchte. Und das war dann sein Eigenkapital. Ja. Und dann bin ich Probe gefahren, guck mir das alles so innen drin an. Der Geruch, Linienführung war halt zwar nicht das Coupé, so wie ich es haben wollte, aber alleine da diese Farbkombination, das war. Dann habe ich mir halt überlegt, oder nicht überlegt, sondern ich habe mir mehr gesagt, du kaufst kein Auto mehr aus Emotionen heraus, sondern haben wir eine Nacht drüber geschlafen, weißt du? Ja, dann nach Hause gefahren, eine Nacht drüber geschlafen. Eigentlich habe ich gar nicht geschlafen, ich habe gewartet morgens um 8 Uhr, dann gleich direkt ein, ich sag, kauf ich das Ding. Ne? So. Und dann haben wir uns eine Woche später getroffen, weil er arbeiten musste. Ja, bin ich rübergefahren und dann haben wir alles safe gemacht und dann habe ich das Ding mit nach Hause genommen. Du steigst in eine ganz andere Welt. Du steigst da rein, allein schon, du schließt das Auto auf, dann drückst du diesen Knopf, um die Tür aufzumachen, dann hörst du dieses Klick-Klick von der Verriegelung vom Schloss. Wahnsinn. Und dann setzt du dich rein in diese Federkern, sitzt du da, ne? Das ist mega, das ist also entschleunigt. Wenn du gestresst von der Arbeit bist oder sowas, dann fahre ich in die Garage, hol mir das Ding ab, fahr einfach los, einfach ein bisschen über die Dörfer, ein bisschen Mucke an. Das holt dich so runter. Das ist auch echt geil. Das macht echt Laune.
ich hatte ja, ihr habt dann TA eine ganze Weile, oder das heißt eine ganze Weile, wir haben glaube ich ein Jahr geschrieben, waren dann so ein paar Mails, weil die das mal ausgeschrieben haben, dass sie jetzt für ein Strich 8 ein Luftfahrwerk bauen. Ich wollte nicht von irgendwelchen anderen Herstellern, weil da kein TÜV drauf war und so, da hatte ich keine Lust drauf. Ich bin irgendwann aus dem Alter raus, wo ich sagte, nee, komm, das muss ja alles safe sein und so, ne? Ja, und dann kam TA, irgendwann die Bestätigung raus, dass sie jetzt eins mit TÜV haben. Dann habe ich ganz viele Nachrichten gekriegt, ey Ron, das ist hier jetzt mit TÜV und ist raus. Hier wollte ich nur mal kurz Bescheid sagen, da habe ich gleich reingeguckt und klack, gleich bestellt, ne? Da war das nicht mal, glaube ich, 3 Tage später da. Und das Wochenende habe ich alles abgesagt, ne? Da habe ich direkt angefangen zu basteln, Karre hoch, alte Stoßdämpfer raus und dann gleich umgebaut aus Luft, das Ding, ne? Das war schon... Und wenn du dann das erste Mal das Ding abgelegt hast, so, oh, ich dachte, Alter, oh, wie geil ist das Ding, ne? So ein riesen Auto und dann auf einmal so auf dem Boden, Alter, das war einfach ein Gedicht, ne? Der Motor auf einmal ja nicht mehr so schön. Erste, zweite Zylinder waren dann eher weggeraucht, Ölabschreibringe, war dann kurz vorm, ich sag jetzt mal, Motorscham. Und ja, da haben wir dann ein paar Jungs kennengelernt, dann durfte ich mich einmieten oder habe ich mich eingemietet bei denen in der Halle. Den Motor rausgerissen, alles komplett vor der Achse, alles raus. Dann habe ich gedacht, komm, die hast du jetzt draußen, dann pulverst du gleich alles, lagerst gleich einmal alles neu in Buchsen rein, hast du gesehen. Und ja, Motor komplett zerlegt, eigentlich viel zu viel zerlegt, sagt der Motorenbauer, hätten wir gar nicht machen müssen. So, dann habe ich alles Sim gebracht zum Motorenbauer, der dann alles fertig gemacht hat, auch echt lange gedauert, weil die Ventile die waren nicht lieferbar. England konnte die, das kam irgendwie aus England, da war es auch noch Lieferschwierigkeiten mit der Post, irgendwie keine Ahnung. So hat er mir das erklärt, dann stand das Ding glaube ich da 6 Wochen. Und ja, in der Zeit habe ich halt die Vorderachse und das alles fertig gemacht. Dann habe ich gewechselt, die L-Steuerung raus, weil ich damit nur Probleme hatte. Das hat nicht alles, hat nie funktioniert, so wie ich das haben wollte. Und ein Kumpel von mir, der macht halt Pumpwerk, mit ihm ins Gespräch gekommen und dann habe ich gesagt, komm, hau rein. Alleine von der Optik her, vom Bedienfeld, passt das schon viel besser in den Uli als das von der anderen Steuerung. Warum ich jetzt auch immer so diesen Ostblock so liebe, sage ich jetzt mal so, diese Ostszene. Ja, ich komme ursprünglich aus dem Osten. Bin ich jetzt nach 22 Jahren oder vor 22 Jahren bin ich halt hier rüber gegangen. Und dann ist das andere so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich habe damals schon Simmer gefahren und ein bisschen dran rumgeschraubt. So. Aber dann war es das nicht halt so. Ne? Und dann war ich irgendwann auf dem Treffen, das war glaube ich vor einem Jahr. Deep on Track. Dann habe ich Hermo kennengelernt, Preußi kennengelernt. Und irgendwie hat es mich da gepackt auf einmal. Das war so, man hat sich gesehen, man hat die Mopeds gesehen. Man war irgendwie so voll auf eine Wellenlänge. Ja, und dann irgendwie gleich völlig eskaliert. Ne? Dann kam mein erster Star, den habe ich dann selber gebaut. Komplett. Und hat mir Hermo und Preußi auch noch ein bisschen mitgeholfen. So mit den feinen Abstimmungen von Motoren mäßig her und sowas alles. Das war schon, also die beiden haben echt was auf der Kirsche, das ist schon echt krass. Ja, dann SR2 geholt als nächstes. Dann habe ich mir noch einen Star, dann hatte ich, einen Spatz habe ich mir noch geholt. Ja, und dann kam die erste Schwalbe noch, dann habe ich mir eine KF50. Die hatte ich dann im Wohnzimmer stehen, wollte ich dann auch noch fertig machen. Ja, dann kam aber einer und fragte mich, ob ich die noch verkaufen will. Und dann war ich, jo, und dann war die weg. Ja, dann kam auch schon die nächste Schwalbe, ne? Und ja, so ging das dann halt weiter. Dann war irgendwann der erste Trabi da, hat mich dann so ein bisschen angefixt. Ja. Und dann ging das halt los, so, ne?
ein Auto hat mal einen Oldtimer, der hat auch hier mal eine Beule, der hat auch da mal eine Delle drin, ne? Mal einen Kratzer oder weiß ich was. Aber das Auto muss ehrlich rüberkommen, nicht durchgefault und ja, man muss ein Gefühl für so ein Auto kriegen. Also bedanken möchte ich mich bei Bille, der auch immer viel Scheiß mitmacht und ja, bei den ganzen, ich sag mal so, Schrauberjungs von Schier zum Beispiel, die mich unterstützt haben mit der Motorgeschichte da nochmal explizit Kahn. Mit der Schrauber zum Beispiel hier mit der Ostblock-Szene, Hermo, Preußi, nochmal ein ganz großes Dankeschön. Denn riesen Dankeschön nochmal an Kevin, wo ich jederzeit ran kann auf der Bühne. Und ich glaube, der größte Dank gilt der Frau, ne? Dass die einfach jeden Scheiß mitmacht, ne? Was wir da angefahren sind an Treffen letztes Jahr, Alter, Wahnsinn. Also ich glaube, das macht keine andere Frau mit. Also, Kuss geht raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal von Sauerkraut. Dennoch mal eine kurze Frage. Felgen, habt ihr da vielleicht eine Idee, ob man hier was Besonderes reinmachen könnte, aufbauen könnte? Irgendwie so einen Exoten oder sowas. Wo seht ihr das drin? Haut das doch mal in die Kommentare. Oh, dann wünsche ich euch noch viel Spaß und ciao.